Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Parts Specialists. Heute mit einer besonderen Ausgabe. Hinter uns seht ihr einen LKW aus unserer eigenen Flotte. Und der ist heute fällig. An dem Hobel muss einiges gemacht werden. Grundsätzlich verbauen wir nur unsere eigenen Teile von DT Spare Parts. Zum einen, weil es die besten sind und zum anderen, nur so bekommen wir ein direktes Feedback von der Straße für unsere Langzeittests. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, was wir so dabei haben. Ja Lars, da haben wir einen großen Auftrag vor uns. Ja, aber ich denke, es ist eine Herausforderung und stell dir mal vor, wir müssen alle 35.000 Teile aus unserem Sortiment einbauen. Dann lass uns lieber mit diesem mal anfangen. Jo, lass uns loslegen. So, jetzt erstmal den LKW untenrum entkleiden, damit wir auch operieren können. So, wir beginnen jetzt mit dem Einbau der Wasserpumpe. Dazu gibt es schon ein eigenständiges Video mit hilfreichen Tipps und Tricks. Denkt immer dran, nach fest kommt ab. Darum Schrauben immer mit Drehmoment anziehen. Während Björn sich jetzt um den Ausbau der Ölpumpe kümmert, zeige ich euch mal, wie ihr die richtigen Ersatzteile mit Hilfe unseres Partnerportals findet. Einfach im Browser die URL partnerportal.dieseltechnik.com aufrufen. Für den Link setzt ihr euch am besten ein Lesezeichen in eurem Browser oder direkt auf eurem Smartphone. In der Suche könnt ihr dann eine DT- oder OE-Artikelnummer oder auch jede andere Referenznummer oder auch den Artikelnamen eingeben. Auf der Ergebnisseite seht ihr dann alle wichtigen Infos zum Artikel. Zum Beispiel 360-Grad-Bilder, Referenzen und Anwendungen, technische Eigenschaften, Montageanleitung zum Download etc. und alle passenden Zubehörteile auf einen Blick. Wenn ihr die passenden DT Spare Parts Teile gefunden habt, dann übernimmt euer Fachhändler die Auftragsabwicklung. Gerne vermitteln wir auch Kontakt zu einem DT-Markenhändler in eurer Nähe. Schickt uns dazu einfach eine Kontaktanfrage. Bevor die neue Ölpumpe montiert wird, muss das System kontrolliert werden. Bei Fremdpartikeln im Schmiersystem muss dieses unbedingt gespült werden, um einen frühzeitigen Ausfall der neuen Ölpumpe zu verhindern. Jetzt noch eben den Riementrieb und Lüfter wieder verbauen. Da unsere Kutsche einen heißen Reifen fahren, sanieren wir die Bremse gleich mit. Auch das Lager hat die besten Zeiten hinter sich, also neu. Einbauanweisung Radnabe. Ja. Ohrringe, Sicherungsringe und Dichtringe. Ach, Björn. Zum Thema Radnaben haben wir ja auch schon ein eigenständiges Video. Schaut euch das gerne an. Jetzt widmen wir uns dem Bremssystem. Beim Austausch der Bremsklötze ist auch stets der Gesamtzustand der Bremsscheibe zu betrachten. Zum einen muss auf das Tragbild der Reibfläche geachtet werden und die Materialstärke der Bremsscheibe selbst. Die Mindeststärke der Bremsscheibe ist stets auf der Seite eingeprägt. Den Wachs runter da. Bremsenreiniger hilft. Wer später bremst, fährt länger schnell, aber nur mit funktionierendem ABS.
Bevor der neue Kompressor eingebaut wird, sollte das Luftansaugsystem auf Beschädigung und Fremdpartikel kontrolliert werden. Des Weiteren empfehlen wir den Austausch des Luftfilters, wo dann auch unter anderem die Wartungszeiten markiert werden können. An den Leitungen solltet ihr auf jeden Fall neue Kupferringe verwenden. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der schönste Laster im ganzen Land? Rotes Öl und grün Kühlmittel. Bei Verwechslung kann es teuer werden. Das war harte Arbeit, aber die hat sich gelohnt. Unser LKW ist wieder topfit. Denn wir schwören auf unsere Teile, denn neben dem Komplettsortiment bietet die Marke DT Spare Parts 24 Monate Garantie und viele weitere Services an. Also fragt einfach euren Fachhändler nach Ersatzteilen der Marke DT Spare Parts. Er wird euch alle benötigten Teile von uns liefern. Alle Vorteile, wie zum Beispiel digitale Produktkataloge und Montageanleitungen, findet ihr unter benefits.dt-spareparts.com. Besucht uns auf unserer Website, unserem YouTube-Kanal und unserer Facebook-Seite, denn wir freuen uns auf eure Kommentare und sehen uns bald wieder.